Meine Sterndecke bekommt heute ein Binding aus Dreiecken. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Bevor ich mit meinem Binding beginne, möchte ich einmal eine gerade Abschlusskante haben. Diese möchte ich dieses Mal aber nicht schneiden. Ich habe meine gequiltete Arbeit ziemlich weit in der Mitte gelassen. Das heißt, große Flächen von der Außenseite sind nicht gequiltet und das Ganze hält noch nicht so richtig zusammen. Das heißt, ich möchte mir eine Sicherheitsnaht einmal außen um meinen kommenden Quilt setzen. Unser Quilttop haben wir jetzt auf jeden Fall gesichert und wir können nun einmal ganz ohne Probleme unsere Kanten gerade zurückschneiden. Als nächstes arbeiten wir unsere Ecken. Ich habe mir Stoffquadrate vorbereitet von einer Größe 15 x 15 cm und diese Stoffquadrate nähe ich nun einmal reihum zusammen. Und zwar immer 2 Stoffquadrate. Da lege ich die rechten Seiten aufeinander, stecke das einmal fest. Ich habe ein Standardfüßchen eingestellt, eine 80er Standard Universal Nähnadel. Meine Stichlänge ist 2 und ich nähe einmal komplett um ein Quadrat. Unsere beiden zusammengenähten Quadrate schneiden wir einmal in der Mitte durch. Von einer Spitze zur nächsten. Wir legen unser Lineal an und wir schneiden. Unsere beiden Spitzen, unsere Nahtzugabe, kürzen wir knapp an der Naht ein. Wenn wir unsere Ecken gebügelt haben, können wir sie einmal wenden. So, wir schlagen sie auf die andere Seite, gehen einmal mit unserem Falzbein hinein, wandern einmal am Rand entlang, damit wir da die Naht schon ein bisschen offen liegen haben. Und wenn wir das haben, bügeln wir das Ganze einmal. Das wiederholen wir bei allen Ecken. An unseren vorbereiteten Dreiecken brauchen wir nun nur noch diese kleinen Ecken abzuschneiden. Und wir fangen an, alle Ecken zu verteilen. Ich möchte am Anfang und am Ende meiner Reihe 3 cm Raum lassen, weil ich gerne mit diesen Zierecken arbeiten möchte. Wenn ich mein Binding rundherum mit diesen Dreiecken setze, habe ich Schwierigkeiten bei dem Abschluss in der Ecke, also spare ich mir das. Meine Ecke soll später hier angesetzt werden und mein Dreieck soll dahinter verschwinden. Damit das Ganze funktioniert, starte ich 3 cm vom Rand entfernt. So, wir messen 3 cm und wir legen unsere Ecke an. Ihr könnt das Ganze mit Clip fixieren. Ich stecke sowas lieber, weil ich viele einzelne Ecken bekomme. Auf der anderen Seite mache ich das Gleiche. Ich lege 3 cm an, nehme wieder eine weiße Ecke. So, da ist meine 3 cm Linie, hier ist jetzt meine weiße Ecke und ich stecke das einmal fest. Mein mittleres weißes Dreieck richte ich in etwa nach den Seiten aus. Wir könnten das auch nachmessen. Das wären hier wieder 3 cm und hier wären es ebenfalls 3 cm. Und auch das stecke ich fest. Meine beiden roten Dreiecke lege ich jetzt so an, dass hier ist die Mitte, meine Spitze genau in die Mitte dieser Öffnung zwischen beiden Dreiecken liegt. Auch das stecken wir fest. Hier wären es jetzt wieder 3 cm. Das kommt aus.
und wir stecken fest. Und jetzt haben wir eine Designentscheidung zu treffen. Jetzt ist die Frage, wie möchten wir das Ganze optisch haben? Lassen wir die roten Dreiecke oben liegen? Legen wir vielleicht die weißen Dreiecke nach oben? Oder möchten wir das Ganze im Wechsel haben? Ich möchte das Ganze im Wechsel anlegen. Wenn ich jetzt am Ende meine Ecken überschiebe, wird das Ganze ganz wunderbar passen. Ich habe meine erste Ecke gesteckt, das nehme ich mit zur Maschine. Wir setzen das ein Stückchen vorher an und ich arbeite jetzt einfach, die Naht jetzt einfach füßchenweit ab. Dass der Anfang gut liegt. Habe eine 2,5er Stichlänge. Und wir nähen. Das ist die erste Naht. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn euch der Kanal gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Dadurch werden Videos und der Kanal weiter verteilt. Diese Ecken möchten wir nun nach außen schlagen, Seite für Seite. Das heißt, wir nehmen unser erstes Quadrat, schlagen das nach außen und machen das mit der ganzen Seite. So. Wenn wir das haben, drehen wir unser Quilltop einmal um und unsere Ecken schlagen wir nun einfach zur Rückseite um. Und Ecke für Ecke stecken wir wieder fest. So schaut das Ganze von der Rückseite aus. Wir drehen das einmal um. Und das ist meine Vorderseite. Wir drehen das Ganze jetzt aber noch einmal um, denn wir möchten nun diese Ecken nacharbeiten. Wir fangen am Anfang unseres Dreiecks an. Auf die Innenseite lege ich nun ein Lineal zur Führung. Das Ganze lege ich so vor mich hin, dass meine Ecke gerade zu mir zeigt. Meine Fäden am Anfang halte ich fest. Wo sind sie? Da. So. Als Stich habe ich einen 2,5er Stich. Könnte auch auf 3 gehen, das wäre auch schön. Aber ich bleibe bei meinem 2,5er Stich und ich nähe einmal los. Bis in die Spitze. Ich drehe das Ganze, lege das Ganze wieder gut an. So, und ich nähe bis zu dem Punkt, an dem sich meine Dreiecke treffen. Ein Stich noch. Ich drehe das Ganze. Und nähe wieder hoch. Bis in die Spitze. Die Nadel kann ich schon entfernen. Ja, und das machen wir einfach reihum. Und alle Dreiecke sind angenäht und unsere kleine Decke hat einen wunderschönen, zweifarbigen, dreieckigen Rand. Wenn wir das Ganze umdrehen, haben wir hier einen zweifarbigen geraden Rand, der einen sehr schönen Abschluss bietet. Was jetzt noch bleibt, sind unsere Ecken. Wie ihr solche Ecken arbeiten könnt, dazu habe ich ein anderes Video erstellt. Das verlinke ich euch unter diesem Video.
Und unsere Decke ist fertig. Ich wünsche euch eine wunderbare Januarwoche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen und quilten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!